Ein Gesellschaftswandel geschaffen durch Propaganda und Manipulation. Seit Menschengedenken wird manipuliert. Es ist eine menschliche Eigenschaft, die erst mit der Fähigkeit zur Kommunikation sich so richtig entfalten konnte. Die Medien schufen dann die Möglichkeit, breitere Gesellschaftsgruppen zu informieren und zu beeinflussen. Die Globalisierung und das Internet haben es nun möglich gemacht, fast die gesamte Menschheit in kürzester Zeit an Ereignissen teilhaben zu lassen und Informationen in Echtzeit zu verbreiten. Menschen können sich in großen Gruppen vernetzen und ihre Zugehörigkeit oder ihre Meinung äußern. Früher träumte man von solchen Möglichkeiten und die einen sahen darin etwas Positives und andere befürchteten, heute sogar noch viel mehr, beobachtet, manipuliert und gegeneinander ausgespielt zu werden. So gesehen hat sich beides verwirklicht. Die Möglichkeiten der Vernetzung können Leben retten, Menschen verbinden, aber eben auch Menschen aufhetzen, manipulieren und schlimmstenfalls töten. In Indien ist zum Beispiel vor gar nicht langer Zeit nur durch die Verbreitung einer Falschnachricht ein Mensch gelyncht worden. Die Politik und Wirtschaft hat schon lange dieses Instrument entdeckt, um Meinungen in gewünschte Richtungen zu verschieben. Es ist schwer, die Grenzen zwischen Fake News, Manipulation, Meinungsmache und der Wahrheit zu erkennen. Da der Mainstream sich durch die vorherrschende Meinung ausdrückt und diese durch Falschmeldungen und interpretierende Manipulationen, Bewertungen und Meinungen leicht beeinflussen lässt, kann man nicht immer gleich dem Mainstream Glauben schenken. Die erwünschte Meinung wird so lange der Gesellschaft vorgebetet, bis es zur Meinung des Mainstreams wird. So wird jeder, der sich nicht in dieser Gesellschaft ausgrenzen möchte, dieser Meinung bedienen. Propaganda ist ein Mittel, das schon Anfang des letzten Jahrhunderts in Amerika seine Auswüchse hatte. Edward Bernays, sein Onkel war Sigmund Freud, sollte für den amerikanischen Staat den nicht kriegfreudigen Amerikaner umstimmen. So entstand die bekannte Kampagne mit dem aussagekräftigen Mann mit dem Zeigefinger und dem Untertitel "We Want You". Es dauerte zwar einige Zeit, aber die Meinung der Gesellschaft wandelte sich. Der Einfluss auf die Bevölkerung wurde erreicht und führte zu weiteren Kampagnen. Propaganda wurde von der amerikanischen Gesellschaft negativ bewertet und so wurde daraus Public Relation, kurz PR. Die Kampagnen für das Rauchen, den Fleischkonsum und die Angst vor dem Atomangriff der Russen, Duck and Cover, wurden weitere erfolgreiche Übergriffe auf die gesellschaftliche Meinung in den Vereinigten Staaten. Heutzutage ist es überall gang und gäbe, Einfluss auf die gesellschaftliche Meinung auszuüben. Von allen Seiten werden wir informiert. Umso mehr eine Meinung in unser Weltbild passt, desto eher nehmen wir diese an. So vermischen sich Wahrheiten mit Fake News und von jeder Seite wird natürlich behauptet, dass dies die Wahrheit ist. Umso mehr es dabei zu verdienen oder zu verlieren gibt, desto mehr Energie wird für die Meinungsbildung eingesetzt. Ganze Wirtschaftszweige kämpfen mit solchen Mitteln um die Gunst der Kunden. Es geht dann nicht mehr um das Wohlergehen des Kunden, sondern darum, ihn finanziell zu melken. Der Kunde ist kein König mehr, sondern der Sklave. Und es wird auch kein Halt vor Verseuchung und Zerstörung der Umwelt gemacht. Die Politik ist nur noch ein Spielball der Wirtschaft, da sie den Wähler nur durch ein vorgegaukeltes, wirtschaftliches Gleichgewicht bei Laune halten kann. Die Wirtschaft nimmt durch verstärkte Lobbyarbeit starken Einfluss auf die Politik und beide versuchen über die Medien auf den Bürger Einfluss zu nehmen. Schöne Beispiele sind hier die Autoindustrie, Pharmaindustrie, Landwirtschaft, etc. Die Medien sind natürlich daran beteiligt. Aber es gilt erst einmal klarzustellen, dass hier nicht alle Medien damit gemeint sind. Man sollte diese genau beobachten und unterscheiden lernen. Durch die Verknüpfungen und Abhängigkeiten der Medien mit Politik und Wirtschaft entstehen diesbezügliche Motoriken, die dann gezielt zur Manipulation genutzt werden. Der Bürger hat kaum eine Lobby, da seine Meinung sich nur durch den Mainstream, der ja durch Manipulation gebildet werden kann, darstellt. Jeder Einzelne muss sich selbst eine Meinung bilden. Doch die meisten folgen dem Mainstream. Du gehörst so zur Gruppe, die ja sicher, da sie so groß ist, nicht falsch liegen kann. Du bist dir dem Wohlwollen der Gruppe sicher.
Du wirst nicht ausgegrenzt und du musst dir nicht viele Gedanken machen. Doch es gilt für jeden unterscheiden zu lernen zwischen Fakten, Meinungen und Manipulationen. Wenn man Artikel genauer liest, wird man sehr schnell zwischen Fakten, Meinungen und Manipulationen unterscheiden können. Der Informationsgehalt von Fakten ist meistens auch über andere Kanäle wiederholbar nachzuvollziehen. Meinungen beziehen sich auf Fakten, sind aber keine. Manipulation beginnt meistens dort, wo Fakten dazu dienen, deine Meinung zu bilden. Fakten müssen nicht erklärt werden. Fakten beziehen sich auf einen Ort, auf ein Geschehen und seine Auswirkungen. Jede Äußerung, die darüber hinausgeht, ist kein Fakt mehr. Eine Meinungsäußerung bezieht sich auf diese Fakten, ist aber meistens eine Bewertung dessen. Eine Manipulation ist auch meistens eine Bewertung einer Situation und nicht die Tatsache. Propaganda beginnt dort, wo durch gezielte Langzeitmanipulation innerhalb der Medien die Meinung über ein bestimmtes Thema in eine gewollte Richtung gelenkt wird. Beispiele findet man auch heutzutage viele: Thema Homöopathie, Cannabis, Glyphosat oder bargeldloses Bezahlen. Auch Aktionen, wofür auch immer sie stehen, manipulieren unsere Sichtweise. Es ist nicht unüblich, dass eine Aktion durchgeführt wird, um diese der gegnerischen Seite in die Schuhe zu schieben, um die Meinungen so zu manipulieren, dass die Gegenseite in ein schlechtes Licht gesetzt wird. Ebenso kann man die Fake-News-Debatte auch von dieser Seite einmal betrachten, da Fake News sehr gut von tatsächlichen Manipulationen ablenken, die auf Wahrheiten aufbauen. Hier ist auch das größte Problem, Manipulationen zu erkennen, wenn sie auf Wahrheiten aufgebaut sind. Schöne Beispiele sind die regelmäßigen Schuldzuweisungen zwischen Regierungen und Ländern, die meistens von der Gegenseite verleugnet werden und in manchen Fällen sogar sehr offensichtlich nicht der Wahrheit entsprechen. Die Realität und ihre Wahrheit sind aber auch mit keiner Verleugnung tatsächlich veränderbar. Der Mensch lebt in der Illusion, die Welt zu beherrschen, und übersieht die Realität. Die Verleugnung der Realität ist dem Menschen nur durch seine Kommunikationsfähigkeit gegeben. Umso mehr Kommunikationsmöglichkeiten vorhanden sind, desto mehr kann diese zur Veränderung der Sichtweise der Tatsachen verwendet werden. So können Tiere zwar auch täuschen, aber ihre Möglichkeiten sind sehr eingeschränkt. Die wohl größte Manipulation geht direkt von uns selber aus. Man nennt sie auch Selbsttäuschung. Jeder Mensch wird in irgendeiner Weise einer Selbsttäuschung unterliegen. Ein Angestellter, der in einer Firma, die Waffen herstellt, oder bei einem Tabakunternehmen oder einem Hersteller von Pflanzenschutzmitteln arbeitet, wird immer für sich Entschuldigungen und Gründe finden, warum es richtig ist, diese Produkte herzustellen. Diese Selbstmanipulation ist aber diesem Menschen selber zuzuschreiben und kommt eben nicht von außen. Auch zwischenmenschlich ist es natürlich möglich, durch sogenannte Mund-zu-Mund-Propaganda seine Mitmenschen zu manipulieren. Das ist aber nur in einem begrenzten Rahmen möglich. Es ist stark von der Akzeptanz dieser Manipulation abhängig. Umso mehr eine Manipulation unserem Weltbild entspricht, werden wir sie auch eher annehmen und als wahr akzeptieren. Unser Weltbild entsteht aus Sichtweisen, Gedanken von Vorbildern. Die wenigsten bilden sich, aus oben genannten Gründen, eine eigene Meinung, reflektieren, hinterfragen. So wird das Verhalten von ganzen Generationen von ihren Künstlern, Protagonisten in Filmen, Autoren, Wissenschaftlern, Politikern, Prominenten geprägt und manipuliert. Hier kann Bildung zwar zum Nachdenken anstoßen, aber nicht davor schützen. Ein lebendiger Geist wird immer wieder auch bereit sein, Meinungen und Informationen nochmal zu hinterfragen und je nach persönlichem Resultat sich seine eigene Meinung bilden, die durchaus auch vom Mainstream abweichen kann. Die Werbung kennt heutzutage keine ethischen Grenzen mehr. Gezielt werden Themen ausgenutzt, um sein Produkt in ein gewolltes Licht zu setzen. Ein schönes Beispiel ist das Unternehmen, das in seiner Werbung eine Person installiert, die vom Typ her einer bestimmten Klimaaktivistin ähnelt, um ihren Kunden eine Umweltfreundlichkeit ihrer Produkte unterschwellig zu vermitteln. So kommen nun noch ganz andere Resultate dieser Manipulation zutage.
Die heutigen Strukturen der Medien führen zu einer schnellen Abstumpfung, Sättigung von Themen. Durch die Überpräsenz wird eine gesellschaftliche Empathie vorgegaukelt. Der Einzelne fühlt sich nicht mehr verantwortlich. Durch die Flut der Themen entsteht schnell eine Überreizung, Müdigkeit und Machtlosigkeit diesen gegenüber. Kann ein Einzelner noch bewusst zwischen Handlungsbedarf und Information unterscheiden? Zum Beispiel beim Thema Klimawandel ist jeder gefragt zu handeln. Aber bei einem Bericht über einen Mordfall wäre es gesellschaftlich unzweckmäßig, wenn sich jeder angesprochen fühlen würde. Doch viele tun dies. Mit maßlos übertriebenen, empörten Reaktionen in Foren oder Chatrooms. Mit Hass, Schriften und der Forderung, die Todesstrafe wieder einzuführen. Da die heutige Gesellschaft durch das Versäumnis in den letzten Generationen Moral und Ethik allgemein und im Speziellen in der Erziehung weiterzugeben, ist hier bei vielen Menschen ein diesbezügliches Verständnis abhanden gekommen. Die Spaltung in unserer Gesellschaft kann man schon in der Analyse des derzeitigen Arbeitsmarktes sehen. Auf der einen Seite wird gepredigt, sich zu spezialisieren, und auf der anderen spricht man davon, dass heutzutage man eben nicht mehr wie früher Zeit seines Lebens nur in einem Beruf arbeiten kann. So stellt sich die Frage, wann soll man sich spezialisieren? Oder anders gesagt, genau dann, wenn ich anfangen würde, mich zu spezialisieren, sollte ich mich eigentlich schon auf den Weg zu einem neuen Arbeitsfeld machen. Es ist offensichtlich, dass die Manipulation eher zunimmt und dadurch der Einzelne nicht freier in seiner Entscheidung wird. So sollte jeder für sich entscheiden, ob er sich diesem Einfluss nicht gezielt durch eigenverantwortliche Meinungsbildung entzieht. Kinder sind, wenn sie auf die Welt kommen, erst einmal hilflos und den Eltern und Erwachsenen ausgeliefert. Deshalb werden sie je nach Kultur und Umfeld in bestimmte Richtungen manipuliert. Dies ist dem Kind nicht eigen, sondern wird ihm, der ja noch offen für jede Manipulation ist, eingetrichtert. Darüber hinaus ist die Schule dann ein gutes Mittel, dies zu vollenden. Warum folgen viele Menschen den Meinungen der meisten? Menschen, die ein festgefahrenes, starres Weltbild vertreten und sowieso nur noch Meinungen akzeptieren, die in dieses Bild passen, sind unbeweglich, unlebendig und verhalten sich wider dem Leben. So entsteht eine Welt von falsch und richtig und tötet damit den Facettenreichtum unseres Daseins ab. Es gibt immer mehr Aspekte, als ein Einzelner überschauen kann. Um der Manipulation zu entgehen, sollte man jede Schuldzuweisungen oder Taten von Gruppen, die einer Meinungsrichtung zugeschrieben wird, erstmal stark hinterfragen und nicht als Wahrheit ansehen. Es ist seit Jahrhunderten bekannt und ein Mittel zur Meinungsmache, dass infiltrierte Gruppen der Gegenpartei sich als Mitglieder ausgeben und in deren Namen schädliche Aktionen machen, um damit die Öffentlichkeit gegen sie aufzubringen. So ist jeder Einzelne gefragt, um unserer Welt ein bisschen mehr Realität zu schenken.